Hey Leute, ich begrüße euch zu Xenoblade Chronicles X. So, wir sind hier vor dem Terminal stehen geblieben und sprechen hier einfach mal Eleonora an. Bitte Elona, dir etwas über die Orte zu erzählen, unterhalten, abbrechen. Okay, ich glaube, wir müssen doch nicht ansprechen. Wir müssen hier vorne irgendjemand ansprechen, oder? Müssen wir hier hochgehen? Wir müssen doch sie ansprechen, ich weiß es gerade gar nicht. Oh mein Gott, es ist alles so aufregend. Wir können hier einfach drauf hüpfen, hier. Okay. Ja, wir wollen es ja untersuchen. Blade ID konnte nicht verifiziert werden, okay. Begib dich zum Blade Terminal im Verwaltungsbezirk. Ja. Das ist das Missionsterminal. Als Blade kannst du... Oh, wie ich sehe, hast du dich noch nicht bei Blade eingeschrieben, Randy. Wie auch immer, wenn du dann zu Blade gehörst und eine Division ausgewählt hast, kannst du hier Missionen annehmen. Wie mir gesagt wurde, bist du dir noch nicht sicher, welche Aufgaben du dich hier in NL widmen willst. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Aber egal, welche Division du dich letztens entschließt, du würdest einen hervorragenden Blade abgeben. Da bin ich mir ganz sicher. Okay. Verlass dich da ruhig auf mein Urteil. Ich habe schon unzählige Blades hier stehen sehen. Ich erkenne ein Talent, wenn ich es sehe. Okay, danke. Warte, ich muss in diese Richtung. Da sind... Hier. Aber muss wirklich hier irgendwie hin? Hier ran? Ja, hier ran, okay. Oder Blade Terminal, okay. When the going gets tough, the tough go to the scout console. You know, to get tougher. If you do end up joining us, you'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. This console lets you search for and recruit other blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell blade without team. Sort of. Anyway, awesome, right? So, you're ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy person. Oh, and here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Now, how about a little shopping? And I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Armory Alley. Okay, ich glaube, das ist das Terminal, begib dich zu einer Arsenalallee im Verwaltungsbezirk von ich weiß nicht, kann man... doch, hier, da steht sogar unter online. Aber ich habe keine Blade-ID. Also hier wird dann vermutlich gemeinsam mit dem guten Stas zusammen ein bisschen zocken. Und hier können wir jetzt einkaufen gehen. Okay, cool. Ah, hier waren wir doch schon, oder? Hier sind wir schon durchgelaufen. So this street's what we call Das ist Armory die Alley. Arsenalallee. Blades can requisition equipment from any of the vendors here. I won't lie. Most Blade members face danger on a daily basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. True enough. And that goes not only for your personal armor and weapons, what we call ground gear, but for skell equipment as well. You can even buy whole skells. Can you imagine owning your own skell? Huh? Oh, right, the door. I think all that's left is the heart of Blade itself. Blade Tower. Okay. So, also hier können wir natürlich dann eben die Sachen kaufen. Ja klar, das war ja schon vorher irgendwie klar. Und jetzt gehen wir zum Blade Tower. Da standen wir ja auch schon vor. Und es ist ziemlich doof, dass es gerade regnet, aber ist okay. Hier, das ist der Blade Tower. Zack. Und da gucken wir mal, So ne? yeah, Blade Tower. When we come here, it's usually to stop by Blade HQ. The higher-ups, like Secretary Nagi and Commander Vandam, will spend most of their day here. The government leaders, too. They're based in the tower. Guys like our new Director General Maurice Hassan, for example. Blades sometimes report to the leadership here after we finish key assignments. You'll want to remember this place. And that about does it for our tour. So, what do you think? Pretty amazing setup, right? You can't wait to join Blade, right?
Okay, Lynn, seriously, that's enough. We're not here to make a sales pitch. We just want you to have all the facts so you can make an informed decision to join us, or not. Now that you've seen where and how we work, hopefully it made a good impression, but your decision will be just that, your decision. In any case, let's head back to the barracks. Secretary Nagi will be waiting. Yeah, Mission abgeschlossen. Kapitel 1 wird schon sein. Aber, also ich habe jetzt ganz immer nur von den Blades erfahren. Was sind denn die anderen dann? Existenzspeicher, nee, also gerade müssen wir nicht speichern. Okay, wir sollen jetzt zurückgehen, aber erstmal. Wir haben ja ein unglaublich cooles neues T-Shirt bekommen, Ausrüstung. Haben wir nicht? Doch, hier, aber das ist schlecht. Nee, wir haben... Oder haben wir die Mission noch nicht geschafft? Okay, egal. Ich dachte, wir hätten eine neue Ausrüstung bekommen, aber naja, scheint wohl doch nicht so der Fall zu sein. Okay, ja, aber wie gesagt, also man erfährt hier ganz nur über die Blade. Die machen ja wohl einiges hier in diesem Gebiet. Das ist wohl die Obergruppe und dann gibt es davon nochmal Abzweigungen. Ja, was mich interessieren würde, ist, was... okay, ja klar, wir sind zurück zu unserer Heimat, zu unserem Hut. Was mich interessieren würde, ist, was die anderen denn sind. Haben die überhaupt schon Namen? Hat man das schon mal erfahren? Habe ich es schon vergessen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also klar, Blade hört sich natürlich sehr interessant an, weil Erkundung und so. Naja. Honey, we're home. Yes, very amusing. Who wants a fresh cup of tea? Thank you, Ms. Gu, but I can't stay long. I just wanted to pass along a request from your commanding officer. Commander Vandam? Does it have anything to do with our new arrival? Correct. He stopped by while you were out on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask you. Here we go. I bet I can guess. You probably can. He wants to fast-track our new friend here for blade duty with a training assignment. What in the hell are we waiting for? As he put it. The commander does have a way with words. Makes even my pitch sound smooth. I explained about the memory issues, but he didn't see it as a problem. And to be honest, given our current need for blade recruits, I can't say I entirely disagree. Hey, it's not me you need to convince. Blade service is voluntary, remember? Of course, and I would never force or coerce anyone. Well, friend, what do you say? Can we count on you to do your part? Synergie in die Augen und nicke entschlossen. Ablehnt. Zucke mit den Schultern und schüttel den Kopf. Ich habe schon Bock auf die Blade. Was mich nur interessieren würde, ist, was die anderen Sachen sind. Ah, meine Güte, schwere Entscheidung. Aber Jungs und Mädels, doch, wir haben voll Bock auf die Blades. Ja, Mann, wir sind bereit, wir wollen. Welcome to the organization. Elma, he can start on your team. You'll begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. All right. Welcome to the Cool Kids Club. Okay, jetzt bin ich echt neugierig, was passiert wäre, wenn wir das andere gewählt hätten. Let's discuss that training assignment. We've decided to start you out on a probe installation, just to get your feet wet. I guess we should back up a bit. Here in New LA, we're using a specialized computer system called Frontier Nav to help us deploy a sensor grid across Mira. A network of data probes that allows us to monitor conditions and collect all kinds of information about the planet. Expanding that grid and filling in the blind spots is one of Blade's highest priorities. Here, take a look at this. What you're seeing on screen is a terrain map that includes New LA and the surrounding landmass. As you can see, we've divided the area into a series of hexagonal blocks. We call these blocks segments. Together, they form our grid. We determined this was the most efficient pattern, given the limited range of our probes. Based on it, we know exactly where we need the probes to go. Now we just have to install them. The
sooner the better as far as I'm concerned. The Frontier Nav probes can also detect the general locations of living things in the vicinity, which comes in handy if we need to track down a blade or another citizen. Yes, quite handy indeed. So for this first exercise, you'll be heading here, to that white segment. Go there, install the data probe, and then come back home. Got it. East of the city. In that case, we can take the east gate out of the administrative district, right? We should be there in no time. I'll leave the details on the data probe installation procedure to you, Wilma. Of course, Mr. Secretary. All right, you two, shall we? Yeah! Training or not, let's go install the hell out of that probe! Förderung G1, Fehl, okay, Fortune, okay. Belohnung, okay. Aber eigentlich müssen wir das schon doch bekommen haben. Aber wir haben Kapitel 2 erreicht, neues Land. Ich muss jetzt zum Beispiel, ne? Muss mal gucken hier. Oder kann ich das... Da muss ich die Quest irgendwie nochmal annehmen. Aufstellung. Ja, Aufstellung können wir hier nur die Ausrüstung. Nee, Kampf für Klassen, Talente, Technik, Ausrüstungsschutz. Okay, zurück zum Scale. Missionen. Achso, ja, klar, komm. Können wir jetzt Navigationsziel nehmen? Haben die Listen. Aber hey, haben wir denn jetzt nicht irgendwie was bekommen? Das ist jetzt irgendwie schon eine leichte Verarschung. Okay, aber wir gehen auf unsere erste Mission. Trainingsmission. Richtige Mission. Wir sind jetzt ein offizieller Blade. Ja. Cool. Haben wir uns voll verdient. Klar. Wobei mich jetzt wirklich echt noch interessiert, was eigentlich schon die anderen Möglichkeiten gewesen wären. Und ob sich das Spiel dann verändert hätte. Hold on. Are we even sure the East Gate will be open? Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigent activity. It was, but they just lowered the threat level earlier today. The gates are officially open for business. One of our teams must have gone out there and kicked some furry indigent butt, huh? Ja. Haben wir gemacht. Seriously? Easy. That was you? Cool. I don't think so. Those Grexes we took down were fairly routine. Definitely not something they'd lock both gates over, at least. Then I take my cool back. But wait a sec. You guys fought Grexes? The two of you? Hey, that's still pretty cool. They've been hassling a lot of teams lately. Especially how they hunt in packs and all. Let's not get too excited. Confidence can be good. Overconfidence can be fatal, especially when you're new. Yeah, you're right. But enough talk. We've got our mission to deal with. Let's head out. Roger. That probe isn't Roger. going to install itself. Let's get to the East Gate, shall we? Gut. Dann los jetzt hier. Los. Wir wollen los. Komm schon. Okay. Gut. Tipp von Eleona. Die Karte. Hier spricht Eleona. Ich möchte dich daran erinnern, dass die Karte jetzt für dich freigeschaltet ist. Sie wird dir auf deinem Com-Gerät angezeigt und bietet Infos zu jedem Segment auf Mira. Wirf unbedingt einen Blick darauf, wenn du mal nicht weiter weißt. Okay. Cool. Wir haben noch 0 entdeckt auf unserer Karte. Der Forschungsstatus ist einfach 0. Ich kann reinzoomen, ich kann noch ein bisschen rauszoomen, okay. Oh. Sehr cool, aber... Ja, und wir sollen hier vorne weitergehen. Hier nehmen wir noch ein bisschen mit. Und da vorne das... Ah, die Tor ist echt auf, okay.
gut. Aber auf der Karte sehen wir echt nicht viel. Ziemlich schade. So viele krasse Leute, dass wir das einfach überleben, ne? So ein Riesensprung Thomas. Ja. Boah. Es geht wieder raus, endlich. Schön. Das kann ich. Jetzt betreten wir hier ein neues Gebiet. Ein Level 6 Gegner. Ja, ganz ehrlich, wir haben so lange nicht gefightet, ne? Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist erstmal einen Gegner verprügeln. Ach lol. So. Boah, schon so lange nicht mehr gekämpft. Wie ging das nochmal? Hier, so, zack, betäuben. Er würde eigentlich auf meinen Knarre wechseln. Zack. Und jetzt kommen wir Fletch. Komm, schießt. Ich weiß gar nicht jetzt. Wir sind jetzt mit 3 Leuten unterwegs. Ich weiß gar nicht, was die so alles genau drauf hatten, ne? Komm, nachladen, zack, schieß weiter. Wow. Lässt sich einfach fallen. Schlitzen. Zack. Ja, okay, wir legen noch ein. Nicht nach. Okay, sie hat ein Schild. Und eine fette Gatling, okay. Nicht verkehrt, Ach, wow, vorbei. Super, voll verkackt. Das dürfte Eindruck gemacht haben. Ja, okay. Ja, alles cool. Wow, wir haben noch 34. Okay, nein, das ist gar nichts cool. Easy peasy. Wir hätten nur noch 73 Live, ist mir gerade aufgefallen. What the fuck, okay. Die großen Viecher sind schon ziemlich heftig, wa? So, okay, aber wir gehen jetzt hier mal weiter den Weg entlang. Oh, Level 10, neues Gebiet entdeckt. Auf der Karte sieht man echt gar nichts. Also haben wir noch nicht viel ausgemacht. Okay, jetzt kann ich schon eine größere Karte machen. Wir müssen noch eins weiter auf jeden Fall. Um die Sonne anzubringen. Oh, da hinten, da wo es so krass leuchtet, da müssen wir hin. So, ich gehe mal erstmal auf die... Wow. Welt, NL. Okay. Krass. Die Karte sieht schon ziemlich heftig aus, also wirklich viel zu entdecken, was ich persönlich jetzt ziemlich nice finde. Neues Gebiet entdeckt, OP, irgendwas. Du bist mal... Hier vorne können wir die Zeit ändern, ne? War das so? Also wir wollen jetzt hier 10 Uhr haben, Vormittag, damit es wieder Tag ist, ja. Ja, und es ist ein wunderschöner Tag. Wow, also, boah, ist richtig hell geworden. Wow, was ist denn das denn? Kann ich die anvisieren? Nein. Aber ich möchte gerne mal meine Karte wieder... Nein, so. Rein so. Ja, okay, jetzt habe ich es wieder. Okay, gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die... Kann ich die... Ah, okay. Okay. Das hat einen höheren Sinn und Zweck. Diese Kreaturen. What the hell happened here? You don't think that one Sinicula could have killed all these simius? Unless... Unless... what? This is bad. What's bad? I don't follow you. That Sinicula. It's a tyrant. Huh? But it looks just like any other Sinicula. Think about it. Your typical simius is way higher up on the food chain than your typical Sinicula, right? Usually we'd find one simius standing over 3 or 4 Sinicula corpses. But here, the tables have been turned. And I don't see a single trace of any other indigents in the area. There's only one explanation. That Sinicula is a tyrant. Let me check the Blade Report database. If there's a tyrant this close to the city, someone must have run across it. Bingo. There was a Sinicula tyrant sighted not too long ago, but it was a couple of segments further out. It could have followed the blade that spotted it back towards New LA, or
come here to feed, or who knows what. That's crazy. I can't believe there's a tyrant right on our doorstep and HQ isn't doing a thing about it. Well, don't forget why they sent us here in the first place. Frontier Nav's range is still limited. Oh, right. They couldn't track it if there's no local probe. They must have lost it when it went off the grid. Schlag von den Turn zur Strecke zu bringen. Nachfragen, erkunde dich. Ja, also ganz ehrlich, ich will jetzt mal wissen, was ein Tyrann ist, eine Klassifizierungsteil. That doesn't always mean raw strength. Some tyrants will actually register as low rank when we find them out in the field and engage them in combat. But don't let that fool you. If a creature shows up as a tyrant, you can be sure it's got at least one nasty trait or ability to speak of. The system can't account for everything, though, so don't let your guard down, no matter what rank it assigns. Even some of Blade's very best teams have come back with serious injuries after running into a tyrant in the field. If they come back at all. Sag, dass du überzeugt bist, dass ihr drei das schaffen könnt. Sag, dass man einen Tyrant so nah an ihn doch nicht ignorieren kann. Mut machen, easy. Well, alright. I'm game if you are. Count me in, Elma. Let's do this. If we're gonna settle here on this planet, we're gonna have to get used to dealing with tyrants now and then. We can't just keep running forever, you know? Besides, I'd never forgive myself if someone else ended up getting hurt because we just left it here. Alright, let's do it. But don't push it, okay? Either of you. If we can take it down, great, but if not, even just luring it away would be a moral victory. As long as we buy enough time to install the probe, we can use Frontier Nav to track it, or any other tyrant that comes this close to the city from now on. Just make sure you're ready before we attack. This will be tougher than anything else we've faced. Sieht so friedlich aus, okay. Ausrüstung und Techniken. Tyrants sind richtig mies. Auf keinen Fall einfach drauf losstürmen. Überprüf unbedingt erst deine Ausrüstung, also sämtliche Waffen und Rüstungsgegenstände, und sorge dafür, dass deine Techniken bereit und trainiert sind. Sonst siehst du alt aus. Ausrüstung überprüfen. Hauptmenü-Team. Ausrüstung, Techniken trainieren. Hauptmenü-Team, Techniken, X-Techniken. Okay. Also die Techniken, das gucken wir jetzt noch nach, weil mich das interessiert. Wir können aber... hier sind meine Techniken, ja? Hier, jetzt kann ich hier rein theoretisch aufleveln, was? Die Schlitzklinge zum Beispiel, ja? Und ich kann jetzt hier nur irgendwo ausrüsten. Ach, X trainieren, okay. Wenn ich Schlitzklinge trainieren möchte. Trainieren, das kostet nicht 4 Punkte. Wo sind meine... Ich habe 48, wow. Okay. Trainieren wir einmal. Klar. Und wir trainieren es nochmal. Ganz ehrlich, Erholung. Trainieren wir auch zweimal, damit wir mehr Erholung haben. Jetzt haben wir noch 8. Und das für die mehr Verteidigung finde ich eigentlich auch ganz gut. Weißglut würde ich schon nicht empfehlen. Und ja, cool. Ich kann sie auch trainieren. Wow, okay. Was haben wir denn hier? Schattenläufer. Erhöht Potenzial, verringert die Wahrnehmungsfähigkeit der Gegner. Erhöht Schaden bei Rückangriffen. Seitenschlag. Wow. Okay, ach. Also meine Nebencharakter, die wird ich mir dann jetzt nochmal hier so Lin erstmal. Ich glaube, Lin hat ein bisschen weniger, oder? Ja, Thermomantel. Stärkungslevel 20 Sekunden. Schaden plus... Wow, okay, hier. Ganz klar, Schaden. Niederstrecken, mehrfacher einsetzbar. Das zieht die Gegner irgendwie an. Und hier können wir nicht nehmen, okay. Wobei Elmar weiß ich echt nicht, was ich schon nehmen soll. Ich glaube schon das Schlitzen hier erstmal. Trainieren. Trainieren. Nochmal trainieren und... Okay, das dritte Mal können wir uns nicht leisten. Schattenläufer ist jetzt auf 3. Warum ist Schattenläufer noch 3? Ich habe das Seitenschlag. Okay. Egal.
Haben wir noch irgendwelche guten Ausrüstungen, die wir uns ausrüsten sollten? Nein? Nein. Okay. Gut, Leute. Wir machen den jetzt noch, ganz klar. Also steht jetzt noch vor auf meiner Liste, den fertig zu machen. Jetzt sind wir näher ran, komm schon. Und Schlitz, zack. Okay, komm schon. Wir sitzen hier aus, ja. Wir ballern einfach nur weiter schön auf den Fuß. Jetzt haben wir die Flammengranate. Wir müssen noch warten, bis alles hier voll wird. Ansonsten haben wir hier alles keinen Sinn und Zweck. So, rüsten uns mal aus. Zack, ein bisschen mehr physische Verteidigung. Jetzt nochmal schlitzen. Und hier, zack, den Brand. Er hat es resistiert. Ja, wir sind noch voll live, das heißt, wir müssen eigentlich gar nichts in der Richtung eigentlich auswirken. Ja, düst. So. Ballern wir weiter schön drauf. Wie sieht es lebensmäßig aus? Lin hat ein bisschen weniger, aber ja, okay, der hat ja ein Schild, also ganz ehrlich, ja. Aber erstmal nochmal Death drauf, kein Problem. Schlitzen, zack. Ja, live sind wir immer noch voll. Alles cool, alles cool. Okay, jetzt nicht mehr. Dann heilen wir uns einmal. Da sind wir zu spät dran. Zack, nochmal geschlitzt. Und jetzt mal wieder auf die Pistole wechseln. Okay, bisher macht dann aber nicht so viel Stress ne? So, zack. Flammengranate. Jetzt schlitzen wir nochmal. Fetz. Boah, what the fuck? So schnell kam ich echt nicht zurecht. Und wow, okay. Ey, ganz ehrlich. Easy. Wir sind spitze. Nice work, Lynn. You fought well. You did too. Danke. Now let's get down to business and install that data probe. If we stay here for long, there's no telling what other playmates might show up. This beam of light indicates a frontier nav site. It marks the ideal spot to bury the probe. Gut. Okay, the probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lynn. The top half of the cylinder contains the probe itself. The bottom half is a laser. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. We tried just planting them on the surface at first, but we kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Burying them is going to save us all a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Why don't you do the honors? You can launch it right from your comm device. Give it a try. Okay, zustimmen. Ja, wir wollen es mal installieren, komm, kein Problem. Cool, jetzt wollen wir haben wir ein Handy. Was ich mir frage, ist, wo wir das riesen Ding da jetzt auf einmal her haben, ja? Oder stand das vorher schon da? Now we just need to give it a minute to reach the target depth. Okay, eine erfolgreiche Mission, würde ich mal sagen. And installation complete. We are now online with a solid connection to Frontier Nav. Excellent. Cool. See, at the end of the day, there's really not much to it. The hardest part was calculating the ideal probe locations. We need them spread out evenly to maximize data collection. Yep, planting probes is easy. And the more we plant, the more likely we are to find missing crew. So anytime you see a probe site, there's no excuse not to plant that sucker. That'll do it for your training. Let's head back to the barracks and report to Secretary Nagi. Jo, gut, das machen wir dann mal. Wir kriegen erstmal noch eine Belohnung. Nice. Alles nehmen, danke. Tipp von Lau. Wer ist das? Kennt ich nicht. Datensonden installieren. Ich bin Lau von den Pazifinen. Kleine Einführung in Sachen Sonden. Sobald du einen Kontrollpunkt findest, drücke du vor Ort den A-Knopf, um Sonden zu installieren. Dein maschinisches Spezialwissen muss stimmen, also schau öfter bei Elonara vorbei. Okay, cool.
Tipp von Elmar. Vorsicht, Tyrannen. Bevor wir zurückgehen und Bericht erstatten, verrate ich dir noch etwa eine übermächtige Kreatur wie diese greifen wir gewöhnlich nur im Scale an. Dass wir da eben zu Fuß einen Tyrannen besiegt haben, grenzt an ein Wunder. Seine Zukunft sehr vorsichtig, okay? Also je größer die sind, desto krasser sind die, also okay. Okay, gut. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin und ciao.